Hallo, mein Name ist Peter Skalka, ich bin Musiker und spiele Cello. Ich möchte über die Art und Weise sprechen, wie man die Notation der alten Musik lesen sollte. Ich bin der Meinung, dass es für eine historisch informierte Aufführung der alten Musik nicht ausreicht, eine Urtextausgabe des Werkes zu haben, deren kritischen Bericht zu lesen und eventuell ein sogenanntes Barockinstrument zu spielen. Es scheint mir viel essentieller, sich die Mühe zu machen, die Notation dieser Musik mit den Augen des damaligen Musikers zu lesen, sozusagen das Notierte zeitgemäß zu dekodieren. Die Musik ist eine der größten Erfindungen der Menschheit. Der Mensch hat sogar eine einzigartige Methode erfunden, um etwas so Unsichtbares und in der Zeit Fließendes wie organisierte musikalische Klänge auf ein flaches 2D-Papier zu bringen. Unsere europäische Notenschrift hat sich im Laufe der Jahrhunderte ständig weiterentwickelt und verändert. Das impliziert, dass identische Notenzeichen im 18. Jahrhundert andere Bedeutungen haben können, als wir sie heute verstehen. Was der Komponist zu seiner Zeit nach den damaligen Schreibkonventionen notiert hat, kann heute anders verstanden werden. Es kann anders klingen als das, was der Komponist möglicherweise gemeint hat. Nein. So wird zum Beispiel das simpelste Notationszeichen, ein kleiner Punkt über eine Note, von heutigen Musikern fast eindeutig nur als Befehl zur Verkürzung der Note, als Staccatozeichen verstanden. Im Gegensatz dazu konnte ein Punkt im 18. Jahrhundert, je nach Kontext und Stil andere, heute unerwartete Bedeutungen haben. In einer schnellen italienischen Jig war es üblich, immer die gleiche Artikulation, die gleichen Bindungen zu spielen, wie man sie in der Celloschule von Michel Corrette findet. Auch Johann Sebastian Bach komponierte mehrere ähnliche italienische Jigs mit durchgehend gleicher Artikulation. In dieser Jige in G-Dur, die der Jige von Corrette ähnlich ist, stehen zweimal Punkte über den Noten. Wären die Punkte nicht vorhanden, hätte der damalige Musiker vermutlich die Bindebögen ergänzt. Diese Praxis war damals weit verbreitet. Auch heute würde man wahrscheinlich so vorgehen. Bach hatte also die Punkte hinzugefügt, um den Spieler zu informieren. Ich weiß, es ist eine Jig mit den gleichen Notenwerten. Sie wird oft immer gleich artikuliert. Aber bitte, diesmal ausnahmsweise keine Bindungen. Ich habe die Bindebögen nicht vergessen. In dieser Sarabande des französischen Cellisten Jean-Baptiste Barrière sind im zweiten Takt ebenfalls Punkte über den Noten zu sehen. Sie zeigen nicht nur an, dass die Noten getrennt gespielt werden sollen, also nicht per 2 gebunden wie in den folgenden Takten. Die Punkte informieren auch darüber, dass die Achtelnoten egal gespielt werden sollen und nicht mit der Inegalität, wie es in der französischen Musik zu dieser Zeit üblich war. Die historische Aufführungspraxis verlangt, dass die mit Punkten bezeichneten Noten nicht ganz kurz, sondern nur ein wenig getrennt gespielt werden sollen. Gleichzeitig sollten sie gleich lang gespielt werden und nicht mit der üblichen Inegalität. Notes égales articulées et un peu détachées. Un peu détaché me sonne comme si l'on disait un peu illégal. Un peu illégal me sonne comme si l'on disait un peu détaché. Est-ce tout?
Ein einziger Punkt, eines der simpelsten Zeichen, kann also mehrere Bedeutungen haben, die uns heute nicht mehr immer bewusst sind. Wie sieht es dann mit einer komplexeren Notation aus? Die Boccarinis Sonate in C-Dur wurde seinerzeit nicht gedruckt. Wir besitzen kein autorisiertes Autograph des Komponisten, nur mehrere Abschriften. Der heutige Interpret nimmt deshalb eine ausgewählte Urtext-Ausgabe zur Hand und liest den kritischen Bericht. Die Urtext-Ausgaben stützen sich auf 2 Manuskripte dieser Sonate, die in der Bibliothek des Konservatoriums von Mailand aufbewahrt werden. Eine Passage ist jedoch in einem Manuskript in einem anderen Rhythmus notiert als in dem anderen Manuskript. Im kritischen Bericht wird dies nur neutral vermerkt. Wie aber soll diese Passage gespielt werden? Welche rhythmische Version ist die richtige? Wie kann es gelöst werden? Ich bin der Meinung, dass man diese Frage nur dann lösen kann, wenn man versucht, das Notierte mit den Augen des damaligen Musikers zu lesen und zu analysieren. Die damaligen Musiker waren in der Regel in der Musiktheorie und Kompositionskunst viel besser ausgebildet als wir heute. Das Musikstudium war von Anfang an eng mit dem Unterricht in Komposition und Interpretationstheorie verbunden. Selbst die einfachste Spielübung für einen Anfänger war mit der Demonstration von Kompositionstechniken verbunden. Dieses Wissen war ein wesentlicher Bestandteil des guten Geschmacks, der damals oft erwähnt und hoch geschätzt wurde. Ich bin deshalb überzeugt, dass die Musiker damals auf den ersten Blick erkannt haben, dass diese Passage aus ausgeschriebenen Verzierungen, aus ausgeschriebenen Vorschlägen gebildet ist. Im 18. Jahrhundert wurden die Vorschläge in der Regel noch als kleine Noten neben den Hauptnoten notiert. Einer der Gründe dafür war, dass Vorschläge Dissonanzen sind. Wenn sie als große wichtige Noten notiert würden sie die Führung der Stimmen, die Schönheit der reinen Komposition zerstören. Etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts erwähnen die musikalischen Quellen, dass die Vorschläge zwar immer noch in kleinen Noten notiert werden sollten, aber schon mit dem Notenwert der Notenlänge, in der sie auch gespielt werden sollten. Man hat seit nicht gar langer Zeit angefangen, diese Vorschläge nach ihrer wahren Geltung anzudeuten. Es wird auch damit begonnen, die gewünschte Ausführung der Vorschläge als Hauptnoten auszuschreiben. Die Vorschläge werden teils durch kleine Nötchen besonders angedeutet, teils anderen Noten gleichgeschrieben und in den Takt mit eingeteilt. Ein solcher Vorschlag war betont, in der damaligen Terminologie anschlagend. Er war stets mit der Hauptnote verbunden. Daher ist in unserer Passage die Zweierbindung unbestreitbar. Man trenne den Vorschlag niemals von seiner Hauptnote und nehme sie alle Zeit an einem Bogenstriche. Ein anschlagender Vorschlag konnte lang oder kurz gespielt werden. Die kurze Ausführung war sehr kurz. So kurz abgefertigt, dass man kaum merkt, dass die folgende Note an ihrer Geltung etwas verliert. Wenn der Vorschlag jedoch lang gespielt wurde, wurde in den Quellen erwähnt, dass er mehr als die Hälfte der Hauptnote nimmt. In unserem Fall würde die notierte lange Ausführung des Vorschlags als punktierter Rhythmus aussehen. It should be made pretty long, giving it more than the half the length or time of the note it belongs.
Nobody can do it like me, as long as it's true. To be honest, there is only one truth I can tell you. Make the appoggiatura long and great again. In der Bibliothek des Konservatoriums von Florenz befindet sich eine weitere, dritte Abschrift von Bocchernis Sonate in C-Dur. Auch diese Abschrift ist in einer modernen Ausgabe zugänglich. In ihrem kritischen Bericht weist der Herausgeber darauf hin, dass sie zwar nicht von Boccherini autorisiert wurde, aber aufgrund graphologischer Vergleiche von seiner Hand stammen könnte. In dieser Abschrift ist eine ähnliche Passage aus dem zweiten Teil des Satzes noch einmal ganz anders notiert, nur mit gleich langen Sechzehntelnoten ohne Punktierung. Das entspricht auch der damaligen Praxis. In Mozarts Violinschule steht, dass bei Sechzehntelnoten der Vorschlag nur die Hälfte des Wertes der Hauptnote nimmt. Die langen Vorschläge sind wieder 2 Gattungen, davon eine länger als die andere ist. Wenn der Vorschlag von einer Sechzehntelteilnote steht, so ist er schon ein langer Vorschlag. Er gilt aber nur den halben Teil der Note, die nachkommt. Was die Note verliert, bekommt der Vorschlag. Vielleicht kann jetzt eine andere oft gestellte Frage geklärt werden. Was ist mit den chromatischen Verfärbungen der Vorschläge, die der Tonart fremd sind? Klingen sie nicht zu modern, zu romantisch? Überhaupt nicht. Nach den Quellen sind sie dem Spieler erlaubt. Die Chromatik ist sogar erwünscht. Leopold Mozart sagte dazu: Wenn man den aufsteigenden Vorschlag nur mit einer Note und aus dem nächsten Tone nehmen will, so klingt es gut, wenn er gegen der Hauptnote einen halben Ton beträgt. Unsere Passage ist also eine einfache Melodie in Terzsprüngen, die mit Vorschlägen ausgeschmückt ist, die in ihrer Ausführung ausgeschrieben sind. Nach den damaligen Regeln waren 3 verschiedene rhythmische Ausführungsvarianten möglich, die alle korrekt sind. Aber wir müssen uns nur für eine entscheiden. Die Vorschläge sind Verzierungen und gehören zu sogenannten wesentlichen Manieren. Solche Manieren wurden im 18. Jahrhundert nicht als bloße Ausschmückung der Melodie verstanden, sondern als wesentliche Elemente, die dazu beitragen sollten, Emotionen intensiver und verständlicher auszudrücken, als dies mit einfachen und verziehten Noten möglich wäre. Francesco Geminiani nennt die wesentlichen Manieren in seiner Violinschule treffend als Ornament of Expression. Er beschreibt, welche Affekten ein Ornament, eine wesentliche Manier, mit unterschiedlichen Spielweisen ausdrücken kann. Der Vorschlag von oben, in anderen Quellen genannt als absteigender Vorschlag, soll Affekten wie Liebe, Anmutigkeit und Freude ausdrücken. Wenn er kürzer ist, kann er auch gefallen, aber er wird vieles von seinen Eigenschaften verlieren. Übrigens schickt er sich zu allen Noten. Zu der Variante der kurzen Ausführung des Vorschlags sagte Johann Joachim Quanz in seiner Schule: Solche Vorschläge werden im Spielen auch frech und lebhaft vorgetragen. Dagegen Daniel Gottlob Türk erwähnt in seiner Anweisung zum Klavierspielen, die Figuren, wo die erste Note kurz und die zweite punktiert ist, werden ohne Ausnahme geschleift und größtenteils schmeichelnd vorgetragen. Der Vorschlag von unten, der aufsteigende Vorschlag, hat nämliche Eigenschaften. Zu beobachten ist, auf der folgenden Note einen Mordent zu machen. Dem Mordent selbst schreibt Geminiani noch mehr Emotionen zu, die sich auch je nach Ausführung ändern können. Mit starken und langen Ausführungen drückt der Mordent Wut, Zorn und Entschlossenheit aus.
Mit weniger starken Ausführung drückt er Freude und Zufriedenheit. Weich und anschwellend ausgeführt, kann er Furcht, Verdruss, Trauer, das Klagen vermitteln. Kurz gespielt, kann er Anmut und Lust ausdrücken. Die Quellenaussagen lassen den Schluss zu, dass es sich bei unserer Passage um eine einfache Melodie handelt, die mit Vorschlägen ausgeschmückt ist. Diese Vorschläge sind in ihrer Ausführung ausgeschrieben. Da zu dieser Zeit grundsätzlich 3 verschiedene rhythmische Ausführungen der Methodenvorschläge möglich waren, sind alle Versionen unserer Passage korrekt. Alle 3 Fassungen können verwendet werden, ohne der zeitgenössischen Aufführungspraxis zu widersprechen. Die Wahl der rhythmischen Version ist primär mit der Entscheidung verbunden, mit welchem Affekt der Musiker die Passage spielen will. Zu den gewünschten Affetto darf er oder soll die geeignetste rhythmische Variante wählen. Man kann sogar spekulieren, dass ein Kopist schon beim Abschreiben die Passage seinem Geschmack und Emotion rhythmisch oder anderweitig angepasst hat. So etwas kam damals vor. Alle kennen diese Musik. Sie wird oft nach der handschriftlichen Partitur von Bachs Hand urtexttreu gespielt. In der originalen separaten Flötenstimme ist die Melodie jedoch anders notiert, mit einer lombardischen Rhythmisierung. Die Kopisten der überlieferten Originalstimmen der H-Moll-Messe stammen aus Bachs Familie und aus dem Kreis seiner Schüler. Möglicherweise hat der alte Bach selbst einige Stimmen niedergeschrieben und dabei dem Flötisten seine Spielweise vorgeschlagen. Die Melodie einer Bourrée besteht normalerweise aus Achten und Vierteln mit einem typischen Auftakt aus 2 Akten. So eine nackte Melodie kann in manchen Ohren recht volkstümlich klingen. Die Sechzehntel und einige Achtelnoten sind bereits ausgeschriebene Verzierungen. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass an dieser Stelle statt eines langen, freundlichen Vorschlags ein kurzer, schmeichelnder oder frecher Vorschlag gespielt wird. In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass es nicht ausreicht, ein Instrument mit alter Mensur zu spielen, die Urtextausgabe zu besitzen und den kritischen Bericht zu lesen. Um den Notentext entschlüsseln zu können, muss man sich damit beschäftigen, wie diese Notation wahrscheinlich zur Zeit der Entstehung der Komposition verstanden wurde. Diese Kenntnis der Aufführungspraxis bewahrt uns vor zahllosen, fruchtlosen Spekulationen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Sie schränkt uns in keiner Weise ein. Sie hilft uns sogar. Hip, hip, Eureka! Stellen Sie sich vor, man wählt urtextgetreu die Variante mit dem langen Vorschlag, die sich hervorragend für einen amorösen Affekt eignet. Gleichzeitig spürt man tief im Herzen, dass man die Passage frech spielen will. Wenn man die Aufführungspraxis nicht kennt
muss man mit sich hadern und Kompromisse suchen. Aber wenn man die Aufführungspraxis kennt, weiß man, dass man die Noten in ihrer Ausführung verändern kann. Mit einer schnellen und kurzen Ausführung kann das gewünschte freche Affetto natürlicher, wahrer, also möglicherweise viel authentischer klingen. Ich glaube, das ist das Wesentlichste, was man als Musikerin sucht. Ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Prinzip des Verständnisses der Notation der alten Musik für eine historisch informierte Aufführung von entscheidender Bedeutung ist. Das gilt für die Aufführung der älteren Musik sowohl auf den sogenannten Barockinstrumenten als auch auf den modernen Instrumenten.